So, herzlich willkommen zurück bei meinem 2.5D und 3D Plattformer Game. Und im vergangenen Abschnitt haben wir ja ein paar Variablen in unseren Game Mode ausgelagert und auch schon begonnen mit einem UI-Prototyping, das wir natürlich dann später noch ausbauen. In diesem Abschnitt möchte ich jetzt einfach mal diese Power-Möglichkeiten implementieren, die wir unserem Player zur Verfügung stellen. Ich habe mir überlegt, wir machen einen Speed Boost, sodass wir dann kurzfristig mal ein paar Sekunden schneller laufen können. Wir werden einen Gravity Boost integrieren, sodass wir für ein paar Sekunden eben auch höher springen können und eine Slow-Motion-Funktion, um eventuell das Ganze ein bisschen genauer und exakter steuern zu können, falls das an manchen Stellen dann notwendig sein wird. So, und dazu, ich öffne jetzt das allererstes Mal meinen Third Person, ich gehe auf Blueprint Third Person Player und dementsprechend wollen wir das Ganze hier einfach mal integrieren. So, was wollen wir tun? Wir wollen jetzt ich beginne einfach mal mit meinem Speed Boost und der Speed Boost, für den habe ich mir gedacht, werde ich einfach mal die Zahl 1 hernehmen auf meinem Keyboard. Das heißt 1 ist Speed, 2 ist Gravity Jump und 3 ist dann Slow Motion. Und dazu legen wir uns jetzt einfach mal neue Input-Variablen an. Das heißt, wir gehen wieder zurück auf den Level und dann dementsprechend Third Person und dann in den Input-Folder. So, dann brauchen wir wieder Actions, das heißt rechte Maustaste, Input und da benötigen wir bei Input sogenannte Input Action und die nennen wir jetzt einfach mal IA underscore und dann Speed Boost. So, das wird meine IA Speed Boost. Wie gewohnt habe ich mich natürlich hier gleich mal wieder verschrieben und dementsprechend müssen wir hier gar nichts tun. Ich speichere sie einfach mal ab. Wir gehen zurück auf Inputs und in unser IMC Default, da werden wir das Ganze dazu addieren. Hier oben bei Mappings auf Plus und dann gehen wir hier unten auf unseren Speed Boost, den suchen wir uns einfach mal raus. Hier ist er auch schon, dann können wir ihn aufklappen. Wir selektieren hier mal das Keyboard und dann drücke ich einfach mal die 1. So, damit wäre die 1 definiert zum Auslösen für diesen Event und dann können wir das Ganze sozusagen hier schon wieder schließen. So, dann gehen wir auf unseren Third Person und dann werden wir das Ganze einfach mal implementieren. Wir haben ja hier unsere Crouch und Transport Tube und so weiter. Da haben wir schon ein paar Sachen jetzt angelegt und ich würde es dann einfach bei den Inputs lassen. Das bedeutet, ich schiebe das Ganze jetzt mal ein Stück weiter runter, weil wir haben ja hier 3 Sachen zu implementieren. So, an dieser Stelle beginnen wir jetzt einfach mal nach dem Crouch. Da suchen wir jetzt einfach mal nach IA underscore und Speed Boost und wir benötigen die Enhanced Action Events Geschichte und zwar diese hier. So, dann können wir das aufklappen, da bekommen wir dann auch noch mehrere Ausgänge. Wir benutzen an der Stelle einfach mal das Started und ich hätte das so geplant, dass man natürlich nur einen der 3 Booster verwenden kann, weil es wäre ja idiotisch, wenn ich jetzt auf Speed gehe und gleichzeitig dann noch auf Gravity gehen kann, so dass wir das Ganze jetzt erst einmal versuchen abzuriegeln. Und dazu machen wir eine Variable hier drüben links auf Plus und die nennen wir einfach mal Boost. Ich nenne sie mal Boost und dann Activated. Boost Activated Fragezeichen und dann dementsprechend gehe ich mal auf Compile und ich lasse sie auf Default hier drüben bei False, also ich mache hier kein Häkchen rein. So, und wenn wir das Ganze starten, dann ziehen wir hier raus und machen zuerst mal einen Branch und dementsprechend fragen wir ab, ob wir überhaupt gerade einen anderen Booster aktiviert haben, das heißt Boost Activated mit Get, also ich gehe ja gern über das Not Bool rein, weil das für mich einfach logischer klingt. Du kannst natürlich dann später auch mit False weitermachen, wenn du direkt reingehst, aber bei Not kann ich schön sauber oben bei True das Ganze sozusagen auch weitermachen. So, und wenn der Boost not activated ist, dann kann ich ihn rausziehen mit der Alt-Taste und Drag and Drop, dann kann ich mir einen Klick sparen und dann sage ich einfach, jetzt bist du activated, jetzt darf nichts anderes mehr passieren an der Stelle. So, und jetzt geht es darum, dass wir natürlich auch wissen wollen, was dieser Boost
Power überhaupt benötigt an Kraft. Wir haben jetzt hier sozusagen auch unseren Player Power Max, der ist 100. Am Anfang haben wir 0, weil wir ja kein Pickup eingesammelt haben und dementsprechend soll der natürlich auch irgendwas benötigen. Und dazu werden wir uns jetzt einfach mal eine Variable einführen, die sozusagen beinhaltet, wie viel kostet uns eigentlich diese Aktion da an Power. Ich werde es jetzt mal nur mit einer Variable lösen, das heißt alle 3 Aktionen, alle 3 Booster benötigen die gleiche Anzahl. Ich würde dem Ganzen mal 10 geben, das heißt 100 haben wir, dann haben wir 10 Booster zur Verfügung, aber wir müssen natürlich auch diese Sachen, diese Pickups einsammeln, sonst erhöht sich ja das Ganze sowieso nicht. Gut, und dazu brauchen wir einfach nochmal eine Variable und die nennen wir jetzt einfach mal, ich nenne sie mal Boost Power und dann Required. So, das ist mein Boost Power Required und dementsprechend wird das Ganze sein ein Float vom Typ Float und meinen üblichen Rechtschreibfehler mache ich natürlich auch gleich raus an der Stelle. So, jetzt würde ich gleich auch mal anfangen, wir gehen mal auf Compile, dass wir unsere Variablen ein wenig aufräumen. Wir haben ja hier die Player Health, die Max Health, Player Power, Player Max und so weiter. Und das sind ja sogenannte Setup-Variablen, wo wir fest reinschreiben können, wie viel haben wir denn? 100, du kannst natürlich wie gesagt auch 1000 machen, mit wie viel starten wir und eben wie viel ist möglich in der Power Max. Und diese Geschichten hier würde ich jetzt in einzelne Kategorien einsortieren, damit das einfach übersichtlicher ist. Und zwar würde ich sagen, das sind unsere Setup-Variablen, das heißt, wir können hier drüben einfach auf Kategorie gehen und wir schreiben da bei Default, wir überschreiben das Ganze und sagen einfach mal Setup Values zum Beispiel. Setup und dann Leerzeichen und dann Values. So, das wären meine Setup Values und dementsprechend kann ich die natürlich jetzt auch hier einzeln reinziehen. Das ist auch sehr angenehm. Oder ich klicke es einfach hier an und dann kann ich hier drüben natürlich auf Setup Values ebenfalls umschalten. Und dann sehen wir auch schon, dass sich die hier einreihen und man kann das dann auch schön schließen. So, mein Boost Power Required zum Beispiel ist natürlich auch eine Geschichte für die Setup Value, das heißt, die ziehe ich auch mit rein, weil da wird auch ein Wert drin sein, den wir jetzt gleich eintragen, haben wir ja gesagt, ich einige mich mit mir selber auf 10, du kannst natürlich auch 25 abziehen, das ist alles dir überlassen, je nachdem wie du das Gameplay dann später dann realisieren magst oder das wird sich im Laufe der Entwicklung dann zeigen, was da sinnvoll ist. So, und dann gibt es natürlich sogenannte General-Geschichten, wie zum Beispiel Boost Activated, das soll auch nicht einfach im leeren Raum liegen und da werde ich hier drüben bei Default einfach mal noch eine Kategorie General einführen und dementsprechend liegt das da schon mal sauber drin. So, dann gehen wir jetzt erstmal auf Compile und jetzt müssen wir erst einmal nachschauen, ob wir überhaupt genug Power haben, um diesen Booster einsetzen zu können und das machen wir hier hinten einfach wieder über einen Branch und dann dementsprechend müssen wir die ganze Sache eben abfragen und überprüfen, das heißt wir ziehen uns den Player Power einfach mal rein, das ist der aktuelle Stand, den wir ja besitzen und der muss dementsprechend größer gleich sein wie das, was wir benötigen und das, was wir benötigen, ist unser Boost Power Required. Das bedeutet, hier haben wir unsere 10 eingetragen und wenn wir noch genug haben, also diese 10 Einheiten haben, dann dürfen wir sozusagen weitermachen. Wir werden das später natürlich noch eleganter ausarbeiten, aber an der Stelle machen wir uns erstmal einen Print String mit rein und den werden wir einfach mal benennen in Speed Boost Activated. Speed Boost Activated und damit wäre die Sache schon mal aktiviert, zumindest mal visuell. So, jetzt geht es darum, dass wir natürlich wir haben genug, damit wir das machen können und jetzt müssen wir natürlich diese Boost Power Required wieder abziehen von unserem aktuellen Boost Power, weil der soll ja dann auch um diese 10 reduziert werden. Und deswegen ziehen wir uns unseren Player Power
heraus und nehmen ein Set und dann dementsprechend verknüpfen wir das an dieser Stelle und dann werden wir einfach den Player Power sozusagen mit dem Boost Power Required, das ziehe ich auch gleich mal rein und da machen wir ein Subtract, also ich gebe einfach mal ein Minus ein und dann habe ich ein Subtract. Ich ziehe jetzt von meinem aktuellen Stand diese 10 ab und sage, du bist jetzt einfach 10 weniger. So, und jetzt sollten wir natürlich das Ganze erhöhen. Wir haben ja einen Speed Boost, das bedeutet, wir arbeiten über die Max Walk Speed und die bekommen wir über das Character Movement, das ziehen wir gleich raus und dann sagen wir hier Set Max Walk Speed, Set Max Walk Speed und auf was setzen wir die denn jetzt? Und das möchte ich natürlich auch wieder ein bisschen modular machen. Ich gehe zwischenzeitlich auf Compile. Wir haben ja hier in unserem Character Movement aktuell unter Max Walk Speed, da hätten wir die Geschichte drin, Walking. Wir haben ja hier 800. So, und da können wir einstellen, was wir wollen oder was du willst. Das ist natürlich Geschmackssache und ich möchte jetzt nicht jedes Mal da nachschauen müssen, was da drin ist. Und deshalb legen wir uns da jetzt mal zwei Variablen an, und zwar hier drüben auf Plus und die eine nennen wir mal Boost Walk Speed. Boost Walk Speed und wir haben ja wie gesagt hier drin aktuell 800 oder je nachdem was du hast, es sollte halt dann schneller sein, weil es ist ja ein Speed Boost. Ich gehe jetzt hier einfach mal zum Spaß, Boost Walk Speed ist dann, gehen wir auf Compile und ich sage dann du bist 1200, also 400 mehr wie das was ich defaultmäßig eingetragen habe, aber da wir das später ja zurücksetzen möchten, sollten wir sozusagen diese Geschichte mit den 800 zuvor schon mal abspeichern wieder in einer separaten Variable und dazu legen wir uns noch eine an und die nennt sich dann einfach mal Default Walk Speed. Das wird meine Default Walk Speed und jetzt können wir das gleich den Kategorien zuordnen. Die Boost Walk Speed, die ist natürlich auch in unserer Setup-Geschichte drin, weil hier können wir die Variable definieren, eben wie wir es jetzt gemacht haben mit 1200 und die Default Walk Speed, die kommt unter General. So, dann gehen wir mal auf Compile und dann gehen wir dementsprechend einfach mal auf unser Event Begin Play und hier haben wir unseren sogenannten Viewport schon mit geaddet mit unserem UI und jetzt können wir hier hinten zum Beispiel einfach weitermachen und da sagen wir jetzt einfach mal unsere Default Walk Speed, die holen wir uns hier mit Set und dementsprechend können wir das verknüpfen und dann holen wir uns aus dem Character Movement die aktuelle Walk Speed mit Get Max Walk Speed. So, dann haben wir das, was da eingetragen ist, hier in unserer Default Walk Speed Variable schon mal integriert. Das heißt, wir sind hier wieder unabhängig von den Werten. Das Einzige, was wir kontrollieren müssen, ist dann eben unsere Geschichte mit unserer Boost Walk Speed, ob die natürlich dann auch höher ist, damit es auch wirklich ein Speed Upgrade sein soll. So, dann können wir hier wieder auf Compile gehen und dementsprechend gehen wir dann wieder runter in unsere Routine mit dem IA Speed Boost. Da können wir hier auch den Pfeil nach oben klicken, dann haben wir nur noch das Started da, das sieht das ein bisschen schmäler und performanter aus. So, dann gehen wir hier wieder hinter. Wir haben jetzt hier praktisch schon mal abgezogen, diese 10 von der aktuellen Power und jetzt setzen wir unsere Max Walk Speed eben dementsprechend unserer Boost Walk Speed, die wir gerade definiert haben. Das heißt, das geht hier rein und dann wird das Ganze 1200. So, ich hätte jetzt aktuell mal den Effekt auf 5 Sekunden gelegt. Das können wir auch wieder ausklammern, natürlich in unserem Game Mode, wenn wir möchten. Delay und da machen wir ein Delay mit rein und aktuell hätte ich jetzt mal gesagt, 5 Sekunden soll das Ganze anhalten und dementsprechend nach den 5 Sekunden wird das Ganze wieder zurückgesetzt. So, und wie setzen wir zurück? Das bedeutet, ich kopiere mir einfach mal das Character Movement und die Set Max Walk Speed, Steuerung und D, weil ich etwas faul bin, dann gehe ich da einfach nach hinten und dann sage ich praktisch, die Max Walk Speed wird wieder so sein, wie sie war, in unserem Fall 800 und die haben wir verankert hier unter General in unserer
Default Walk Speed. So, und dadurch wäre das Ganze wieder zurückgesetzt und jetzt müssen wir natürlich wieder die Variable freigeben, nämlich Boost Activated sollte wieder false sein, damit man eben wieder die 1, 2 oder 3 dann drücken kann für dementsprechend den gleichen oder für einen anderen Booster, weil es soll ja nur immer einer zur gleichen Zeit aktiv sein können. Und dazu ziehen wir unseren Boost Activated einfach heraus, wir machen ein Set und werden ihn an dieser Stelle einfach freigeben. So, hier vorne haben wir ihn praktisch ja mit Boolean True gesetzt, sodass er hier geblockt ist am Anfang. Das wird bei den anderen beiden Varianten ebenfalls so geschehen und hier hinten geben wir ihn einfach wieder frei. So, dann werden wir das Ganze jetzt erstmal provisorisch wieder mit einem Print String versehen, bevor wir das dann ausprogrammieren, und da schreiben wir dann einfach rein Speed Boost und zwar deactivated. So, Speed Boost deactivated und damit wäre unser Speed Boost wieder deaktiviert. So, dann könnten wir die ganze Sache natürlich noch in einem Comment gleich mal einklammern. Es macht immer Sinn, dass wir das Ganze schon mal ein bisschen kommentieren, dann wissen wir auch, wo was ist und finden es schneller, ist übersichtlicher. Also markieren die C-Taste auf dem Keyboard und als Comment schreiben wir einfach mal rein Speed Boost und zwar with Countdown. Wir werden später einen Countdown implementieren, der dann auch im UI visuell dargestellt wird, und ich schreibe nochmal rein Press 1. Also bei mir ist es nicht auf dem Numpad, sondern einfach die ganz normale 1 auf dem Keyboard. So, Speed Boost with Countdown Press 1 und ich gebe ihm einfach jetzt mal meine grüne Farbe dazu und dementsprechend habe ich das Ganze dann auch schon mal eingerahmt. So, da probieren wir das Ganze auch gleich mal aus, indem wir hier auf Compile gehen und auf unseren Level, und jetzt werde ich unseren Level natürlich mal ein bisschen größer machen. Das bedeutet, ich werde das Ganze hier mal in die Länge ziehen und dann dementsprechend wieder so hinrutschen, dass mein Fahrstuhl da hinten noch so halbwegs funktioniert. Sagen wir mal so, ich muss ja auch noch runterspringen können. So, glaube ich, wird es ganz in Ordnung sein. Und dann nehme ich meinen Player Start, den schiebe ich jetzt einmal nach vorne. Und was ich natürlich jetzt brauche, weil ich habe ja keine Power-Geschichten, keine Power-Up, das heißt, ich benötige jetzt natürlich noch an dieser Stelle unter Blueprints noch mein Pickup und dazu brauche ich ein Power-Child. Das werde ich jetzt auch einfach mal mit der Ende-Taste nach unten drücken und mit der Alt-Taste kopiere ich mir einfach das zweimal noch durch, damit ich mir wenigstens mal 30 einsammeln kann von den 100 möglichen. So, dann sammle ich mal ein, man sieht es jetzt auch, ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen Speed Boost, also normalen Boost Power eingesammelt, und wenn ich jetzt die 1 drücke, steht oben links dann Speed Boost Activated und ich habe natürlich jetzt auch ein ganz anderes Tempo drauf. So, jetzt ist er wieder deactivated, wir können es nochmal testen. Ich laufe, ich drücke die 1 und bekomme einfach ein Drittel mehr an Geschwindigkeit dazu, das heißt, ich kann auch weiter springen und nach den 5 Sekunden ist es dementsprechend wieder deaktiviert. So, das war jetzt mal die eine Geschichte und jetzt werden wir einfach mal mit so einem Gravity Boost weitermachen. Das bedeutet, wenn man die Taste 2 drückt und genug Power hat, dann kann man auch für eine kurze Zeit, ich werde es wieder auf 5 Sekunden legen, kann man dann etwas höher springen. So, wir beginnen wieder mit unserer Input-Action. Wir gehen auf Level und dann dementsprechend auf unseren Third-Person-Folder und dann auf Input, auf Actions, dann rechte Maustaste, dann unter Input auf Input Action und wir nennen das Ganze IA unterstrich und dann Gravity und Boost. So, das wäre mein Interaction Gravity Boost. Hier muss man nichts mehr tun an der Stelle. Ich speichere nur vorsorglich mal zwischen. Dann gehe ich einen Folder zurück auf Input und dann öffnen wir wieder unser IMC Default und wir werden dann sozusagen hier oben bei Mappings wieder auf das Plus klicken und hier unten suchen wir uns unseren Gravity Boost heraus. Hier ist er auch schon und dementsprechend können wir das hier aufklappen. Ich werde das hier selektieren, dass ich wieder direkt meine Keyboard-Eingabe sofort verankern kann. Das heißt, ich werde das hier praktisch auf dieses Gelb-Orange umschalten. Dann drücke ich auf dem Keyboard die Taste 2, das wird mein Gravity Boost und dann gehen wir auf Speichern.
So, dann können wir das Ganze schließen, wechseln in unseren Third-Person-Character und können das Ganze schon mal aufbauen. So, rechte Maustaste, IA_Gravity Boost und dann nehmen wir natürlich die Action-Event-Geschichte, genauso wie wir es zuvor mit der Speed Boost gemacht haben. So, hier einmal kurz aufklappen, weil wir wieder bei Started rausgehen und hier benötigen wir wieder die gleichen Geschichten mit Boost Activated Not und so weiter und so fort. Wir können sie einfach nochmal schnell programmieren oder wir kopieren es uns einfach runter, aber es ist ja gleich aufgebaut. Das heißt, wir gehen hier einfach mal auf Branch und dann holen wir unseren Boost Activated wieder heraus mit Get. Dann sagen wir ein Not Bool, Not Boolean und dementsprechend geht das hier in die Branch hinein, kann das Ganze ja noch ein bisschen so rüberschieben und dann wollen wir natürlich unsere Geschichte Boost Activated zuerst einmal wieder auf True setzen, dass kein weiterer Booster zugleich oder dasselbe nochmal neu gestartet werden kann, weil es ja unsinnig ist, mehrere gleichzeitig zu haben. Zumindest empfinde ich das so. Dann haben wir Boost Activated, ist dementsprechend dann auf True und dann müssen wir wiederum nur nachschauen, ob wir genug Player Power besitzen und das machen wir ebenfalls genauso wie oben. Wir machen diesen Branch und dann holen wir uns diesen Player Power heraus und dann gibt es ja auch noch diese Geschichte Boost Power Required. Wir haben jetzt aktuell für beide das gleiche. Gut, den einen habe ich jetzt nicht rausgezogen, da muss ich natürlich erst auf Get gehen und Boost Power Required holen wir uns auch raus. Wenn du für jeden einen anderen Power brauchst, musst du halt Boost Speed Power Required, Boost Gravity Power Required und Boost Slow Motion Power Required anlegen als Variablen und dann eben an dieser Stelle implementieren. So, und jetzt müssen wir wieder schauen, ob das Ganze eben greater equal ist als eben die Required-Geschichte, also wenn wir genug haben, dass wir das überhaupt machen dürfen, wenn wir zu wenig haben, dürfen wir gar nichts tun. Das werden wir hier einfach wieder so verankern und dann können wir schon mal wieder einen Print-String ausprinten, dass das Ganze jetzt aktiviert wird. So, dann schreiben wir hier mal rein Gravity Boost Activated, also Gravity und dann Boost und dann Activated. So, Gravity Boost Activated und dadurch ist das Ganze zumindest schon mal wieder visuell dargestellt. So, dann müssen wir wie hier oben natürlich von unserem Player Power, den wir hier wieder rausziehen, entweder mit der Alt-Taste oder hier über Set, da müssen wir natürlich jetzt wieder das abziehen, was wir da sozusagen requiren. Das bedeutet, wir haben hier wieder unseren Player Power, ich ziehe mit der Steuerung raus, habe ich gleich ein Get und dann hole ich mir noch die Boost Power Required, das sind ja die 10, die ja hier drüben eingetragen sind von mir als Default und dann dementsprechend können wir natürlich wieder sagen Subtract mit einem Minus, wir gehen auf Subtract und dann verknüpfen wir das Ganze und dann ist die neue Player Power eben die alte minus das, was wir für diesen Booster benötigen an dieser Stelle. So, das ist mein Boost Power Required, der steht jetzt hier mit drin und dann haben wir natürlich die Geschichte, dass wir jetzt natürlich das Ganze mit der Gravity ändern müssen. Und dazu schauen wir uns erstmal an, was wir überhaupt haben. Ich gehe mal auf Character Movement zum Beispiel und gebe einfach mal Gravity ein und da habe ich ein Gravity Scale. Also ich habe jetzt einen Dreier drin, weil ich habe in der Jump Velocity Z da das erhöht, damit es bei mir mehr wie so ein 2,5D oder 2D Scroller aussieht beim Jumpen. Das hängt jetzt davon ab, was du da eingetragen hast. Damit du höher springen kannst, muss dieser Wert natürlich niedriger sein als 3. Und da werde ich jetzt einfach mal mit 2 oder mit 1,5 arbeiten, natürlich an der Stelle. Das bedeutet für mich, ich werde nochmal sowieso 2 neue Variablen anlegen müssen. Und zwar einmal den Boost Gravity Scale an und für sich, den machen wir jetzt gleich. Das heißt, ich mache hier ein Plus und dann sage ich hier Boost Gravity Scale. Da haben wir hier die Default, oben haben wir die Boost Walk Speed. Doch Boost Gravity Scale ist eigentlich eine sehr gute Variante und den Boost Gravity Scale, den setze ich jetzt, nachdem ich kompiliere, ich setze den jetzt einfach mal auf
2, dann würde ich höher springen können, oder auf 1.5. Das testen wir jetzt einfach mal aus. Das wäre jetzt die Hälfte von der Voreinstellung hier drüben von meinem Character Movement. So, ich setze das einfach mal auf 1,5 und ich werde es auch in die Setup-Variablen legen, weil es ist eine Variable, die wir sozusagen hier zuweisen können. Gut, damit wir das Ganze wieder nicht uns alles immer merken und nachschauen müssen, werden wir diese Gravity Scale, die defaultmäßig im Character Movement ist, genauso verankern wie unsere Max Walk Speed, und das bedeutet, wir werden uns noch eine Variable anlegen und die nennen wir einfach mal Default, und zwar Default Gravity und Scale. So, das wird mein Default Gravity Scale, und dementsprechend sollte ich da, nein, diesmal habe ich sogar keinen Rechtschreibfehler drin, das ist ja auch schon mal toll. Und dann werde ich das Ganze in General verankern zu meiner Default Walk Speed und zu meiner Boost Activated, weil diese Geschichte wird ja jetzt dann einfach zugewiesen, und das machen wir wieder oben bei Event Begin Play. Da haben wir ja schon die eine Geschichte hier mit der Default Walk Speed vom Character Movement, und jetzt setzen wir uns einfach mal unsere Default Gravity Scale, wir setzen sie rein mit Set, und dementsprechend können wir das Ganze wieder verbinden, und jetzt können wir aus dem Character Movement, das müssen wir uns nicht nochmal reinziehen, wir ziehen einfach hier raus und sagen einfach Get Gravity Scale, Get Gravity Scale, und da ist es auch schon, und dann werden wir diese Default Gravity Scale setzen, so wie sie bei uns voreingestellt ist, auf 3. So, da haben wir das schon mal abgespeichert, dass wir das eben unten auch wieder auf den Ursprung zurücksetzen können, und dann gehen wir hier einfach wieder runter in unsere Geschichte rein, in unsere ER Gravity Boost Input Action. So, dann machen wir hier das Ganze mal wieder ein bisschen kleiner, und dementsprechend könnte man das auch noch ein bisschen zusammenrutschen, aber das ist ja Sache, die wir dann noch später erledigen können. Gut, jetzt sind wir hier an dieser Stelle mit diesem Player Power. Wir haben jetzt praktisch diese 10 abgezogen, diese Required Geschichte, und jetzt möchte ich meinen Gravity Scale setzen. So, dann gehe ich raus mit meinem Character Movement, und dann machen wir Set Gravity Scale, und das Ganze können wir hier wieder verknüpfen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen gerade umentschieden unterm Reden. Ich würde jetzt einfach sagen, ich habe ja aktuell meine Boost Gravity Scale auf 1,5 gesetzt. Man sieht es hier drüben. Ich setze die jetzt hier auf 2, weil ich werde jetzt die ursprüngliche nehmen, die 3, und die teile ich jetzt durch diese 2. Dann habe ich es immer doppelt so hoch oder doppelt so wenig Gravity. Also ich gehe hier auf 2, unabhängig davon, was oben drin steht. Oben bei uns steht ja die 3 im Character Movement, und dann dementsprechend werde ich einfach sagen, ich nehme meine Default Gravity Scale heraus, die hole ich mir mit Get, und dann ziehe ich mir natürlich noch meine Boost Gravity Scale heraus, und dann sage ich einfach, die, was da ist, die teile ich dann durch mit Divide durch die Boost Gravity Scale, in meinem Fall durch 2. So, das ist meine Default Value. Und das wird dann die Geschichte sein, dass dann die aktuelle Gravity Scale wird. So, dann haben wir das, und dann möchte ich aktuell immer meine 5 Sekunden, wo diese ganze Superpower anhält. Das mache ich dann wieder über ein Delay, und da sage ich einfach wieder 5, das dauert 5 Sekunden, und danach setze ich das Ganze einfach wieder zurück. Gut, dann kann ich mir die 2 Geschichten auf jeden Fall schon mal kopieren. Ich markiere sie, Steuerung D für Duplicate, und ich setze die mal dahinter nach dem Completed von diesem Delay, und dann dementsprechend kann ich mir das noch ein bisschen herrutschen. So, und wo müssen wir das jetzt setzen? Das heißt hier bei der Gravity Scale, und das wird natürlich dann unsere Default Gravity Scale, die wir bei On-Begin oder Event Begin Play sozusagen ja definiert haben und darin abgespeichert haben. So, nachdem das Ganze wieder erledigt ist, müssen wir hier oben das Boost Activated mal wieder auf False setzen. Das heißt, wir ziehen das raus mit Set Boost Activated auf False, damit man wieder
eine Power einschalten kann, und dann werden wir hier mal wieder einen Print String verankern, damit wir sehen, dass das sozusagen auch beendet wird, und da schreiben wir dann einfach rein Gravity Boost Deactivated. So, das wird meine Gravity Boost Deactivated, Ausrufezeichen meinetwegen, und dadurch habe ich mein Hello auch noch drin, Deactivated und Ausrufezeichen, damit das Ganze dann auch signalisiert, jetzt sind die 5 Sekunden vorbei. Gut, dann können wir an dieser Stelle eigentlich auch mal wieder ein Comment rumschlagen. Das heißt, ich selektiere mir das Ganze an, drücke die Taste C auf dem Keyboard und dann werde ich das so nennen wie hier oben, und dann nenne ich es einfach mal Gravity Boost, und zwar Gravity Boost with Countdown, der noch einzubinden ist, zu implementieren ist, with Countdown und dann dementsprechend Press 2, falls wir alles richtig gemacht haben. So, dann kann man das hier so schön packen, das ist das Tolle am Comment, das heißt, man kann hier das Ganze auf einmal schön sauber noch verschieben und muss nichts mehr selektieren, und dann gebe ich dem Ganzen noch meine Farbe Grün an dieser Stelle, damit das Ganze auch implementiert ist. So, dann werden wir das auch gleich ausprobieren. Wir gehen auf Compile und dann gehen wir auf Play, und dann brauchen wir natürlich erstmal Power, und jetzt, wenn ich zum Beispiel die 1 drücke unterm Laufen, dann laufe ich schneller, sozusagen bis die 5 Sekunden rum sind, und jetzt falle ich runter. Jetzt muss ich leider nochmal testen. Tut mir leid, ich stelle mich da mal ein bisschen an. Ich drücke mal die 1, genau, dann haben wir hier ein bisschen Vollgas mit drin, bis es wieder deactivated ist, und jetzt werden wir auch wieder langsamer. Jetzt werde ich mich aber erst einmal dem hier entledigen, damit ich hier nicht so viel Monster im Weg habe. Und jetzt drücke ich mal, jetzt schauen wir mal, wie hoch ich springe. Ich springe aktuell so hoch. Jetzt drücke ich die 2, und jetzt sehe ich, dass ich schon sehr, sehr viel höher springen kann. Jetzt gehe ich mal hier rüber, dass wir einen Vergleich haben, ein bisschen einen Größenvergleich. Ich drücke die 2, und dann sieht man, ich kann bis hier oben springen, bis die 5 Sekunden rum sind, und jetzt sind sie rum, und ab diesem Moment ist wieder alles auf Standard zurückgesetzt. So, okay, damit haben wir das auch erledigt, und jetzt werden wir noch so eine Slow-Motion-Funktionalität mit einbauen. Das wird unser dritter Superpower, und dazu werde ich erstmal die ganzen Geschichten hier unten etwas nach unten schieben, dass ich auch noch ein wenig Platz habe. So, dann kommt jetzt noch unsere dritte Superpower, das heißt, wir legen uns zuerst mal wieder eine Input-Action an, das heißt Third Person Input Actions, und dann rechte Maustaste Input und dementsprechend Input Action, und die nennen wir IA unterstrich und dann Slow Motion. So, das wird meine Interaction Slow Motion Boost, würde ich sie sogar nennen. Das wird mein Slow Motion Boost. Bei alle anderen habe ich ja auch mit Boost am Ende bestückt von der Namensgebung her. Und dann gehe ich lediglich auf Save. Gut, dann einen Level nach oben auf Input, dann wieder auf unser IMC Default, und die anderen können wir schon mal beruhigt zusammenklappen, wenn wir möchten. Und dann gehen wir bei Mappings auf Plus, und jetzt klappt er mir sie trotzdem wieder auf, egal. Hier unten bei None, da werden wir dann einfach mal versuchen, unsere Slow Motion Boost Geschichte hier zu implementieren. Hier ist sie auch schon, und dann klappe ich hier auf, dann gehe ich hier wieder auf Keyboard, und dann drücke ich einfach nur die Taste 3 auf meinem Keyboard. So, dann habe ich das schon integriert, dann kann ich das saven und auch wieder schließen. So, dann können wir an dieser Stelle natürlich gleich wieder diese Input-Action implementieren. Rechte Maustaste, IA, und zwar mal nachschauen nach Slow Motion, und hier ist es auch schon, wir nehmen den Action Event wie immer, und dementsprechend klappen wir hier auf, damit wir an diese Started-Geschichte rankommen. So, dann benötigen wir das gleiche wie oben, das bedeutet, wir ziehen hier wieder raus bei Started und machen zuerst mal eine if-Abfrage, einen Branch, und dann dementsprechend haben wir unser Boost activated, und das kommt hier wieder raus mit einem Get, und dann benötigen wir an der Stelle ein Not Bool, und das Ganze geht hier in die Condition hinein. So, das ist das gleiche wie oben, und dann dementsprechend setzen wir auch unsere Boost Activated wieder, um eben alle anderen
und den gleichen wieder zu deaktivieren, weil ja einer aktiv ist. Das heißt, hier kommt ein Häkchen rein, wie bei allen anderen auch. Und dann geht es wieder weiter mit der Abfrage eben, ob wir genug Power haben. Du kannst das Ganze auch durchkopieren. Ich programmiere es nochmal aus. Ist ja eine gute Übung eigentlich. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder mal unsere Player Power heraus und dann holen wir uns unsere Boost Power Required, die ja aktuell auf 10 steht, und dann fragen wir einfach mal ab, haben wir genug mit Greater Equal, und dementsprechend kommt das in die Branch. Und wenn wir genug Power haben, um das auszuführen, dann können wir mal wieder das visuell mit einem Print String abhandeln, und da schreiben wir jetzt einfach mal rein, ganz simpel, Slow Motion Activated. So, da schreiben wir rein Slow Motion Activated, und dadurch wäre das Ganze schon mal angezeigt, zumindest mal oben links auf unserer Screen. So, dann müssen wir wiederum von unserem Player Power diese Sachen hier abziehen. Das heißt, ich gehe mit dem Player Power hier wie oben auf Set und dann verknüpfe ich das Ganze und dann ziehe ich von meiner Player Power sozusagen wie bei allen anderen wie gehabt mit Get, und dann dementsprechend ziehe ich die ganze Geschichte nochmal raus, diese Boost Power, wie nennt sie, Boost Power Required, die ziehen wir uns auch raus mit Get, und von unserer aktuellen Player Power ziehen wir das einfach ab mit einem Subtract, also Minus drücken oder Subtract eingeben, und dann haben wir umso viel weniger Player Power aktuell. So, da haben wir das auch wieder implementiert, und jetzt müssen wir natürlich einfach mal die Slow Motion setzen, und das machen wir wie bei der Sterbeanimation. Das haben wir ja schon mal gemacht im Third-Person-Player, dass wir da das ganze Game auf 1/3 Tempo runtergefahren haben, und das machen wir jetzt auch hier über diese Set Global Time Deletion müsste es heißen, genau, da ist es auch schon, und dann können wir da wieder langsamer werden. Also 1 ist die Originalgeschwindigkeit, größer 1 wird schneller, kleiner 1 wird langsamer. Ich würde sagen, wir gehen da einfach mal so auf 0,33, auf 1/3 runter, und ich würde das Ganze aber jetzt mal in einer Variable auslagern, dass das besser modifizierbar ist. So, dann mache ich hier rechte Maustaste auf die Pin, Promote to Variable, und dadurch, dass ich ja schon diese Punkt 3,3, also 0.33 eingetragen habe, wenn ich kompiliere, dann ist die Default Value schon auf Time Deletion 0,33 eingestellt. So, da haben wir das auch drin, und dann benötigen wir an der Stelle wieder unser Delay, und jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Jetzt möchte ich natürlich auch meine 5 Sekunden haben, aber wenn ich jetzt hier 5 Sekunden eingeben würde und das Ganze ist 1/3 langsamer, dann habe ich eigentlich 15 Sekunden, und das wäre natürlich etwas doof. Deswegen habe ich das auch in eine Variable sozusagen ausgelagert. Das ist eigentlich die Boost Slow Motion Time, Time Dilation. Wir können es ja nochmal umwandeln. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Boost Slow Motion Time, damit das besser verständlich ist. Das ist meine Boost Slow Motion Time, und die ziehe ich mir jetzt einfach mal an der Stelle raus mit Get, und die multipliziere ich jetzt sozusagen mit meiner 5 Sekunden Delay, das heißt 0,33 mal 5, und dann bin ich wieder bei 1/3 der Zeit wieder bei meinen 5 Sekunden angekommen. Das ist das Entscheidende, sonst würde das einfach 3-mal so lang dauern. So, dann haben wir das ganze Spiel so durch, und danach können wir diese Global Time Deletion, wir kopieren sie uns einfach mal durch, selektieren, Steuerung D, einfach hinten nach dem Completed ganz einfach wieder auf 1 stellen, also auf die ursprüngliche Spielgeschwindigkeit. So, da haben wir das auch erledigt, und da müssen wir wie hier oben diese Boost Activated eben wieder deaktivieren, damit es wieder freigeschalten ist wie die anderen. Das holen wir uns mit Set heraus, und dementsprechend sagen Boost Activated ist dann sozusagen wieder false, ist wieder freigegeben für alle anderen, und danach können wir einen Print String noch ausgeben, dass die Sache beendet ist. Das machen wir wieder über einen Print String, und den werden wir einfach mal benennen. Wie können wir ihn nennen? Wir nennen ihn Slow Motion Boost Deactivated zum Beispiel. Slow Motion Boost und dann Deactivated.
Waited. So, Ausrufezeichen. Dann ist das Ganze abgeschlossen an der Stelle und dementsprechend machen wir auch gleich wieder einen Kommentar außenrum. Das bedeutet, ich werde einfach mal alles selektieren an dieser Stelle. Dann drücke ich die Taste C auf dem Keyboard und dann versuche ich das so einzugeben wie hier oben. Und dann nennen wir das Ganze einfach mal Slow Motion Boost. An dieser Stelle, Moment, jetzt habe ich es verrutscht, aber egal, jetzt schreibe ich es so erstmal rein. Slow Motion Boost with Countdown To Do natürlich im Hinterkopf und dann Press 3, damit wir nicht vergessen, was wir da bei den Input Actions sozusagen hinterlegt haben. So, dann kann ich es auch ein bisschen angleichen, dass es irgendwie gut da liegt und dann dementsprechend, ich gebe ihm einfach zum Spaß immer mal diese Grün mit, das können wir nachher noch ändern, weil diese drei Superpower werden unterschiedliche Farben haben, damit sie besser zu unterscheiden sind, aber das werden wir dann nachträglich umstellen. So, dann können wir das Ganze auch gleich mal ausprobieren, das heißt, ich gehe mal auf Compile und Save und dann auf Play, dann hole ich mir ein bisschen Power und wie gesagt, wenn ich jetzt die Taste 3 drücke, dann bin ich jetzt hier im Slow Motion Modus, das heißt, ich kann jetzt hier ziemlich lustig versuchen, mich auszubalancieren und dann dementsprechend etwas exakter agieren. Das wird natürlich später, wenn wir ein Schwert in der Hand haben und so weiter, wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller sein an dieser Stelle. Also wir haben die 1 für Super Speed, die funktioniert natürlich auch, solange wie die 5 Sekunden laufen. Jetzt ist es aus und wir können natürlich jetzt an dieser Stelle mit der 2 einfach höher springen. Und zwar ebenfalls bis die 5 Sekunden vorbei sind und das sind sie jetzt und dementsprechend ist alles wieder auf Normalität gestellt. So, das waren jetzt schon mal diese 3 Power-Geschichten, die wir hier implementiert haben. Jetzt sehe ich gerade hier unten haben wir eigentlich auch noch nicht wirklich großartig Kommentare rumgeschlagen. Da würde ich jetzt trotzdem sagen, dass wir das einfach mal tun. Ich würde jetzt die Player Damage Geschichte einfach mal, was haben wir hier, die Transport Tube Event Any Damage, ja, die würde ich dann auch mal tauschen. Jetzt schlage ich mal um die Event Any Damage einfach auch mal einen Comment außen rum. Das heißt, ich gehe mal bis hier hinter und dann aufpassen, dass man nicht zu viel selektiert von den anderen Geschichten und dann die Taste C und dann ganz simpel schreiben wir dann da rein Player Take Damage zum Beispiel. Player takes damage und dementsprechend dann können wir das Ganze auch einfärben. Ich mache das jetzt zum Beispiel mal mit einer Rot irgendwie. Das ist alles Geschmackssache. Ich versuche das nur mal ein bisschen zu unterscheiden, was macht und dementsprechend gebe ich dem dann irgendeine Farbe dazu. So, dann habe ich hier natürlich die anderen Geschichten, die rutsche ich jetzt hier einfach mal ein bisschen runter und ich rutsche das sogar noch weiter runter, weil ich hätte gern meine Transport Tube Interface Geschichte, die hätte ich gern unterhalb, das heißt, ich hätte gern meinen Player Take Damage sozusagen dann nach meinen Input Actions gleich da an erster Stelle und dann sollen meine anderen Sachen hier passieren. So, was heißt nicht passieren, sondern einfach von der Ansicht her eben dann sozusagen dann von der Position. Gut, dann haben wir hier praktisch Get Health, das kommentiere ich auch noch, das nenne ich einfach mal Add Health Interface, damit das auch klar ist irgendwann, weil wenn man es längere Zeit nicht anfasst, dann weiß man es nicht mehr so genau. Dann gebe ich dem auch mal so eine Rot zum Spaß und dann dementsprechend habe ich hier unten natürlich noch meine Event Power Geschichte und die nennen wir einfach mal sozusagen markieren C Add Power und dann auch Interface. So, das wird mein Add Power Interface und das schiebe ich natürlich jetzt auch gleich mal ein bisschen höher, dass es da auch einigermaßen eingereiht ist und gebe dem Ganzen dann auch einfach mal meine rötliche Farbe, die ich hier oben ja eingeklinkt habe. So, dann haben wir das Ganze auch schon mal sauber kommentiert und haben jetzt 3 solche Power-Funktionalitäten mal vorbereitet und die werden wir jetzt dann sozusagen mit unserem UI, das wir ja noch ausbauen, dann implementieren, sodass das Ganze auch schön sauber visuell auch sichtbar wird.
So, dann gehen wir nochmal zurück auf unsere Map und wie immer ein bisschen den Outliner noch aufräumen. Wir haben ja hier sozusagen schon die Game Mechanics, das Prototyping und hier haben wir zum Beispiel die Health-Geschichten, die markiere ich jetzt alle und dann rechte Maustaste Move to und dann Create New Folder und den nenne ich einfach mal Pickups. So, das wird mein Pickups Folder und da kommen dann natürlich auch meine ganzen Power-Geschichten mit rein. Die markiere ich auch, rechte Maustaste Move to und dann kann ich hier ganz bequem den Pickups Ordner auswählen und dann habe ich die komplett hier mit integriert. So, was haben wir hier sonst noch? Das war das Prototyping und hier haben wir schon mal unsere Monstergeschichten und die könnten wir sozusagen auch in einen Ordner legen und zwar würde ich sagen, nennen wir den Ordner NPC und dann machen wir noch einen Ordner für Monster, weil wir werden vielleicht noch andere NPCs haben. Ich mache es einfach mal so, umbenennen können wir es immer noch. Das heißt Move to und dann an der Stelle Create New Folder und dann einfach NPC für Non-Playing Character und dann werde ich das Ganze hier nochmal selektieren und dann einfach nochmal Move to und dann hätte ich gern nochmal einen New Folder an der Stelle und den nenne ich einfach mal Monster 2D, brauchen wir jetzt nicht dazu sagen, das ist aktuell uns ja so ziemlich klar. So, dann haben wir diese Geschichten alle sauber aufgeräumt, wir haben lediglich unseren Player Start hier drin, das sieht doch schon mal ganz gut aus und jetzt machen wir abschließend noch den Test. So, ich kann praktisch mir einen Power nehmen, ich kann jetzt mal die Taste 2 drücken, dann müsste ich höher springen können, das kann ich auch. Für 5 Sekunden, genau hier oben links steht dann im Print String, dass das Ganze deaktiviert ist. Ich kann hier rein, kann die 3 drücken und habe dementsprechend eine Zeitlupenfunktion für ebenfalls 5 Sekunden und dann kann ich mir nochmal was nehmen, dann kann ich die Speed einschalten und dementsprechend kann ich auch laufen. So, wenn ich jetzt keine Power mehr habe, und dann die 1, 2 oder 3 drücke, dann passiert natürlich nichts mehr und dementsprechend können wir dann wieder eine Power nehmen und dann drücke ich wieder die 2 und die 3 und jetzt sehe ich, dass da nichts passiert. Das bedeutet, ich habe noch einen kleinen Fehler drin. So, deswegen auch gerne mal ein Test zum Schluss mit allen verschiedenen Möglichkeiten und Varianten und ich schaue mir das jetzt einfach gleich nochmal an. Wir haben ja hier diese Geschichte mit dem Speed Boost und dann fragen wir ab, wenn es activated ist und dann aktivieren wir und dann fragen wir erst, ob wir die Power haben und das ist natürlich exakt verkehrt herum. Das heißt, diese Geschichte muss ich trennen, das ist absoluter Blödsinn, was ich hier veranstalte. Ich muss erst mal schauen, habe ich die Energie dafür, weil sonst wird das ganze Ding blockiert und nie wieder freigeschalten und dementsprechend kommt dann das an diese Stelle. Das heißt, die beiden tauschen den Platz. Zuerst müssen wir wissen, ist bereits ein anderer Boost aktiviert und dann müssen wir checken, haben wir genug Power, um das überhaupt auszulösen und wenn ja, dann ist dieser Boost natürlich aktiviert und blockiert die anderen. Das heißt, das gleiche werden wir an dieser Stelle machen. Das heißt, wir lösen hier diese Verbindungen, eine Alt-Taste und die linke Maustaste und dann setze ich das mal hier hoch. Das Ganze markiere ich, schiebe ich mir hier rüber und dann kommt das ganze andere hier unten rein. So, dann kommt das wieder hier rein und damit ist es auch abgeregelt. Erst wenn ich natürlich genug Power Credits habe, darf ich das auch tun. Und das gleiche dann unten eben beim Slow Motion, da werden wir auch mit Alt linke Maustaste die Verbindungen alle trennen, das schiebe ich mir zur Seite und dann kommt diese Geschichte hier rüber und dann dementsprechend können wir dann erst nachdem wir natürlich wirklich Power haben, das Ganze dann auch als Activated bezeichnen. So, das kann vorkommen in der Programmierung, aber dafür sind ja die Tests da, zumindest die permanent ja stattfinden müssen bei einem Game. Und jetzt probiere ich das Ganze nochmal, ich drücke 1, 2 und 3, da funktioniert natürlich gar nichts. Jetzt drücke ich mal die 1, jetzt habe ich Speed Power, das ist natürlich klar, jetzt habe ich da was ganz Schnelles aktiviert und da ist wieder aus und jetzt nehme ich mir das, dann drücke ich die 2, dann kann ich auch höher springen, das funktioniert auch 5 Sekunden lang, werden wir auch gleich ausgetestet haben, jetzt ist wieder kürzer und jetzt probiere ich es mal mit der 3, dann bin ich hier in Zeitlupe und habe die Time Deletion an für 5 Sekunden, das ist auch alles
akzeptabel. Ich drücke wieder die 1, 2, 3. Ich kann nicht, weil ich habe keine Power mehr. Und jetzt benötige ich an der Stelle einfach mal wieder eine Power. Und dann sage ich, ich drücke die 2 und dann kann ich auch wieder den Gravity Boost einschalten. Und während der Gravity Boost aktiviert wäre, das können wir auch noch probieren, ich mache nochmal die 2 mit dem Gravity Boost, dann kann ich natürlich auch nicht die 3 drücken oder die 1. Ich habe immer noch den Gravity Boost, bis er denn aus ist und dann kann ich wieder die anderen aktivieren. Also Entschuldigung, Fehler kommen vor, das war jetzt einfach die falsche Reihenfolge. Natürlich brauche ich auch Power, damit ich dann sagen kann, der Boost ist activated, weil sonst wird er immer activated und ich habe nichts und dann haben wir natürlich ein Problem, weil das dann einfach von der Logic her praktisch kollabiert. So, also diese beiden Geschichten haben wir jetzt jeweils ausgetauscht und jetzt nach dem Test haben wir gesehen, dass es sauber funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, das war's an der Stelle und ich hoffe, es hat dir wie immer Spaß gemacht und gefallen und über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.